Hallo ihr Lieben, willkommen in einem neuen Tutorial bei mir. Es geht um den Mitesser-Entferner, den Mitesser-Sauger, den ich euch heute vorstellen möchte und euch die Anwendung einfach kurz erklären möchte. Zur Funktionalität, der hier saugt quasi Hautschuppen ab. Er saugt Talg von der Haut ab, also überschüssiges Fett einfach, und er kann auch Mitesser absaugen. Da muss ich dazu sagen, man muss sein Gesicht vorher vorbereiten für die Anwendung, und da starte ich erstmal und mache ein Dampfbad, oder wenn ich heiß geduscht habe bzw. gebadet habe, dann zählt das auch schon. Dampfbad oder Dampf beim Duschen öffnet einfach die Poren und sie sind dann bereit für die Reinigung. Wenn sie geöffnet sind, können sie auch innen drin in sich gereinigt werden. Als nächstes ein Peeling. Das Peeling entfernt schon mal die losen Hautschuppen, wirklich abgestorbene Hautzellen und so weiter, dass ich wirklich in die Poren reinkomme, dass dieser Vakuumsauger wirklich aus der Pore saugen kann. Wenn du diese beiden Schritte zuerst nicht machst, wirst du keinen großen Erfolg mit diesem Gerät haben. Und dann zeige ich dir zuerst mal den Lieferumfang hier. So kommt es an. Wir haben hier ein USB-Ladekabel, wir haben das Gerät und wir haben 5 verschiedene Aufsätze, zu denen komme ich gleich noch. Unten drin haben wir noch die Bedienungsanleitung, die du dir ja dann sparen kannst, weil ich es dir schon erklärt habe. Und es gibt nochmal Ersatzfilter und Ersatzdichtungsgummis. Und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Saugköpfen. Also wir haben hier diese Aufsatzköpfe. Das hier hat eine ovale Öffnung. Das ist der einzige, der ein bisschen anders ist. Der ist gegen Falten. Damit kann man dann in kurzen Stoßbewegungen an die Fältchen hingehen. Also wirklich mit dem Gerät dann so kurz, punktuell, und kann seine Falten so behandeln. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Das muss man, glaube ich, über längere Zeit anwenden und dann einfach sehen, ob sich da was tut. Dann haben wir hier diese verschieden großen Aufsatzköpfe. Ich sortiere sie mal der Größe nach. Und der kleinste, der ist hier drauf. So. Die haben verschiedene Größen von der Öffnung. Der kleinste hat die geringste Saugleistung. Das heißt, für sehr empfindliche Haut, für Haut, die schnell zu Rötungen neigt oder gerissenen Äderchen oder so, dann fangt damit an, weil ihr wollt ja nicht nachher irgendwo blaue Flecken oder geplatzte Äderchen im Gesicht haben. Das heißt, der ist für sehr empfindliche Haut. Und dann stuft sich das eben so nach oben. Der mit der größten Öffnung hat die allergrößte Saugkraft. Würde ich nur bei wirklich schon, ja, Haut nehmen, die dicker ist, wo ihr es wisst, dass die Kosmetikerin schon mal gesagt hat, die Haut ist dick, oder bei Männerhaut, dicker Männerhaut. Ansonsten würde ich wirklich den kleinen oder den mittleren hier verwenden. Es können nämlich Blutergüsse entstehen, wenn man zu starke Saugleistungen verwendet für seine eigene Haut. Aber wenn man klein anfängt und mit der niedrigen Intensitätsstufe, dann kann da nichts passieren. Das Gerät baut sich jetzt so auf, dass hier drinnen, also hier ist die Öffnung quasi. Na, wie sieht man das? Jetzt. Hier wird der Druck aufgebaut, das Gerät saugt Luft nach innen und hier sitzt dieser Filter, sagt man auch, da drauf, dass einfach kein Staub und keine Hautpartikel in das Gerät kommen, sonst könnte es ja kaputt gehen. Die Dichtungsgummis, die sind hier außen drauf. Hier. Das heißt, wenn die mal kaputt gehen, dann hat man hier Ersatzdichtungsgummis mit dabei. Und ganz viele Filter, das finde ich hier wirklich sehr schön. So oft muss man die nicht wechseln. Man kann die ausklopfen oder man kann sie auch mal auswaschen. Aber irgendwann muss man sie aus Hygienegründen wechseln. Gut, und dann sucht man sich einfach seinen Aufsatz aus. Den kleinsten jetzt mal, und stülpt den hier einfach drüber. Die Dichtungsgummis helfen dabei, dass es hier schön abgedichtet ist und wirklich ein guter Zug entsteht. Hier geht das Gerät an. Wir sehen dann da, es ist on und es ist auf erster Intensitätsstufe. Das heißt, es saugt nur ganz leicht. Ihr könnt es aber schon sehen, wie meine Haut eingesogen wird. Dann kann ich das erhöhen. Stufe 2. Es saugt ein bisschen mehr. Und Stufe 3.
4. Und die letzte, die 5. Ihr seht schon, wie die Haut hier aussieht vom kleinen Finger. Hier kann ich es vielleicht auch noch besser zeigen. Okay. Höher geht es nicht und dann kann man wieder runtergehen von der Intensität. Testet unbedingt erstmal mit erster Stufe und mit der kleinsten Öffnung an eurer Gesichtshaut, seitlich irgendwo, wo man es nicht so gut sieht, so indem es einfach einmal drüber zieht, ob ihr das vertragt, ob es weh tut, ob ihr Blutergüsse bekommt und so weiter. Und erst wenn das okay ist, dann könnt ihr eine Intensitätsstufe höher gehen. Und so läuft auch die Anwendung ab. Macht man ein bisschen stärker, dass man das auch gut sehen kann. Wundert euch nicht, wenn es rot wird leicht, auch im Gesicht. Das ist völlig normal. Gerötet muss es sogar sein, so ein bisschen. Man setzt es an, hält es aber auf gar keinen Fall auf einer Stelle fest, sondern ansetzen, ziehen, ansetzen, ziehen, ansetzen, ziehen. Und es muss am Ende immer dieses Plop geben. Das heißt, dann haben wir ein gutes Vakuum gehabt, dann hat es gut die Haut eingesaugt. Genau. Hier rötet sich jetzt auch schon meine Haut so ein bisschen, aber es ist noch nichts, was irgendwie gefährlich wird am Ende. Das wird wieder weggehen, spätestens nach 2 Stunden. Also ich habe wirklich sehr empfindliche Haut, aber spätestens nach 2 Stunden ist bei mir jede Rötung immer dann weg. Und dann zieht ihr eben am besten, also ich finde, am besten immer von innen nach außen mit dem Gerät über das Gesicht ziehen, weil wir natürlich, ja, vielleicht gleich so ein bisschen Lifting-Effekt mitbekommen. Also das heißt, wenn ihr nach innen zieht, dann zieht ihr auch die Haut nach innen und das ist einfach von der Natürlichkeit her nicht die Richtung, die die Haut nehmen soll, sondern wir wollen ja tatsächlich, dass die Haut sich, wenn sie sich irgendwo hinzieht, bitte nach außen zieht, dass wir gestrafft aussehen. Ich halte immer dagegen, also ich ziehe so ein bisschen die Haut straff und gehe dann in dieser Streifenbewegung übers Gesicht von innen nach außen. Wirklich aber bitte aufpassen, jetzt sage ich es nochmal, nicht auf einer Stelle sitzen bleiben mit dem Gerät, sonst kriegt ihr Blutergüsse. Das kann wirklich passieren. Aber ihr wisst jetzt meine Warnung, wenn es doch passieren sollte, aus welchem Grund auch immer, dann keine Angst, auch die gehen wieder weg. Das ist ja kein dauerhaftes Ergebnis dann. Und dann ziehe ich die Haut hier glatt, gehe drüber über das ganze Gesicht. Auf der Nase ist es bei mir ein bisschen schwierig, weil meine Nase ist so knochig. Wer eine dickere Nase hat, wird da nicht so große Probleme haben. Ich muss sie dann wirklich so ein bisschen nach oben schieben, dass ich die Haut erwische und dass ich da dann arbeiten kann, in welche Richtung jetzt auch immer. Gut ist auch von oben nach unten manchmal. Und auf dem Kinn ziehe ich wirklich die Lippe nach oben, dass das Kinn hier richtig straff wird. Und auf der Stirn, ja, da muss man halt auch so ein bisschen dagegen halten, einfach die Haut straffen und dann arbeitet man sich hier auch von innen nach außen.
Das Gerät funktioniert tatsächlich einfach nur mit Vakuum. Das heißt, es wird Luft angesaugt. In dem Moment, wo du aber quasi das Gerät aufsetzt auf deine Haut, ist ja keine Luft mehr da. Die Luft ist schon aus dem Gehäuse hier oben rausgesaugt worden. Also saugt es deine Haut an. In dem Moment, wo deine Haut angesaugt wird, das kannst du dir jetzt so vorstellen, vielleicht mit einem Blatt Papier, dann wird deine Haut angesaugt, so nach oben gesaugt. Und Hautzellen, die nicht mehr so ganz am Leben sind oder nicht mehr ganz frisch sind, die werden einfach nach oben weggesaugt. In diesen Filter rein, in den vorderen Aufsatz rein. Da sammelt sich das dann auch so ein bisschen sehr unappetitlich. Von gelb bis braun ist da alles mit dabei. Das ist natürlich nicht nur Haut, sondern auch Talg. Talg, der auf der Haut liegt, wird nach oben weggesaugt. Wenn man ein bisschen zu fettiger Haut neigt, dann merkt man das auch. Nach einem langen Tag hat man so ein bisschen so einen Fettfilm auf der Haut und das kann das Gerät einfach wegsaugen. Und da jetzt keine Angst haben, dass der kleine Kopf das nicht schafft, auch der schafft das schon. Der große hat natürlich mehr Saugleistung. Gut, und dann, wenn die Poren schön geöffnet sind und man auch das Peeling vorher gemacht hat, dann kann das Gerät durchaus auch einige Mitesser aussaugen. Nicht alle, das sage ich gleich. Es ist kein Zaubergerät und du wirst danach immer noch einige Mitesser haben oder einige Poren, größere Poren, die du siehst, die einfach noch nicht bereit sind. Aber die schon bereit sind, da geht auf jeden Fall der Talg raus. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, das damit rauszusaugen, als wie irgendwo rumzudrücken. Weil vom Drücken verletzt du ja durch den Druck, platzt dir auch die Haut und wird verletzt. Und du drückst vielleicht an Stellen, wo es noch zu tief sitzt oder so. Und dann entzündet sich das. Wenn du es allerdings aussaugst, dann kommt es nur da raus, wo es auch schon so bereit ist und die Haut wird dabei nicht verletzt. Das heißt, du wirst danach keine Pickelmale haben, keine entzündeten Stellen oder sonstiges. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, seine Mitesser wirklich mit so einem Gerät zu reinigen, als wie irgendwo rumzudrücken. Und wenn man diese Reinigung, sage ich jetzt mal, abgeschlossen hat, dann sollte man unbedingt eine Gesichtscreme auftragen. Je nachdem, was man halt möchte oder was für eine Haut man hat, trägt man da brauche ich jetzt gar nichts empfehlen, trägt man einfach seine gewünschte Gesichtscreme auf. Gegen Falten, gegen Unreinheiten, gegen trockene Haut oder was man halt gerade braucht. Die Haut ist nach der Anwendung viel, viel, viel aufnahmefähiger, als sie es normalerweise wäre. Du musst dir vorstellen, du hast die Hautschuppen entfernt, du hast den Talg entfernt, du hast Mitesser entfernt und unten drunter ist junge, frische Haut, offene Poren, die total begierig drauf sind, irgendwelche guten Vitamine aufzunehmen, Inhaltsstoffe aufzusaugen und die in sich zu speichern und aufzunehmen. Und deshalb ist das dann genau der richtige Zeitpunkt für eine intensive Pflege, die auch dann richtig tief eindringen kann. Ich nehme dann gerne auch Hyalurongel. Hyaluron habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Verlinke ich dir mal oben im Info-Button. Ist eben sehr sinnvoll, wenn es tief eindringen kann und sich dort ablagert. Genau, das war's. Alles, was mir zur Anwendung und zum Tutorial von diesem Gerät einfällt, der Mitessersauger Blackhead Remover. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder irgendwas, was du noch mitteilen willst zu diesem Gerät, schreib es mir unten in die Kommentare rein. Ich werde das lesen, ich werde auch darauf antworten. Und ich wünsche dir dann viel Spaß selber mit der Anwendung. Du schaust dir das Video wahrscheinlich an, weil du das Gerät selber zu Hause hast. Also keine Angst davor, es ist ein tolles Gerät. Wenn du das beachtest, auch was ich gesagt habe, passiert überhaupt nichts. Und ja, vergiss nicht, mich zu abonnieren, dass du noch mehr solche Tutorials bekommst. Tipps und Tricks für schöne Haut, für ein schönes, natürliches Äußeres. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!